Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play der Erste Kaiser. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 4. Mission aus der Shang-Dynastie. Ja, schauen wir mal, was wir dort zu erwarten haben. Aufgrund der feierlichen Forderung unseres neuen Königs hat der königliche Geomant festgelegt, dass die neue Hauptstadt der Shang-Dynastie an einer Stelle errichtet wird, die fortan Chengchu genannt wird. Sie wird auf einem Hügel errichtet, der sich neben dem Fluss erhebt. Um die Sicherheit der Stadt zu wahren, haben Ingenieure bereits die Arbeit an den Stadtbefestigungen begonnen. Benutzen Sie die Richtlinien des Feng Shui, um einen geeigneten Standort für den königlichen Palast zu finden. Errichten Sie ein Viertel für die Elite mit großzügigen Xie Yuans und legen Sie 1 oder 2 Viertel für gewöhnliche Bürger fest. Hanfballen müssen durch Handel besorgt werden, da Hanf hier nicht angebaut werden kann. Glücklicherweise gibt es andere Städte, die wiederum Holz- und Keramikwaren benötigen. Eine Fähre bietet Zugang zu den reichen Kupfervorkommen auf der anderen Seite des Flusses. Die Bronze findet nicht nur für Bronzewaren Verwendung, sondern auch für Waffen. Beginnen Sie unverzüglich mit Ausbildung und Ausrüstung von Infanterie. Sie werden sie brauchen, wenn die Barbaren nach den Reichtümern unseres Landes trachten. Die 4. Mission der Shang-Dynastie lautet die Mauern von Chengchu, die Stadtstaaten von Shang. Wir gründen eine neue Hauptstadt und diese neue Hauptstadt soll mindestens 20 Personen in einem Haustyp bescheidenes Ziehmann oder besser beherbergen. Wir brauchen eine verbündete Stadt und die Bevölkerung muss mindestens 1300 Einwohner aufweisen. Ja, da bin ich mal gespannt. Wir schauen uns mal die Karte direkt an. Wir gehen in den Pausenmodus. Ja, und wie schon im Intro erwähnt, haben wir hier die Stadtmauern, die schon errichtet worden sind. Und hier mittendrin können wir unsere Stadt aufbauen. Aber wir gucken noch mal ein bisschen weiter. Wir haben hier im Norden relativ unfruchtbares Land, ja. Und ja, unsere Hauptstadt ist hier auf einem Plateau und hier unten in den Niederungen haben wir fruchtbares Gebiet und hier haben wir einen Fluss mit Fischgründen. Ja, das ist gut. Jetzt gehen wir mal Richtung Osten. Mal hier Rampen und hier ganz im Süden haben wir unser Kupfervorkommen und wir haben ja auch im Intro gehört, dass wir jetzt eine Fähre errichten können. Das ist gut. Und dann gehen wir jetzt wieder hier hoch, dann haben wir hier auch nochmal fruchtbares Land auf diesem Plateau und dann geht es hier wieder in den Norden, wo es unfruchtbar ist. Gut, dann schauen wir mal, was wir also produzieren können. Wir können Kohl, Hirse und Weizen anbauen. Ja, und wie das Intro schon sagte, leider können wir hier kein Hanf produzieren. Das müssen wir importieren. Bei den Plantagen haben wir den Maulbeerbaum. Das heißt, wir können Seide produzieren und wir können Fisch produzieren. Also Nahrungsmittel haben wir genug. Bei Gewerbe haben wir die Tongrube. Wir haben bei den Rohmaterialien Holzsammelstelle und wir können unsere Bronze herstellen. Bei den Werkstätten haben wir Brennofen- und Bronzewarebetrieb. Und bei den Kunsthandwerkern die Weberei und die Jadeschnitzwerkstatt. Also wir können hier wirklich richtig viel produzieren, das ist gut. So, hier ist alles klar. Akupunkteur haben wir immer noch nicht. Allerdings bei Regierung haben wir jetzt Verwaltungszentrum, Steuerbüro und den Palast und die Fähre. Bei Unterhaltung haben wir weiterhin nur die Musikschule und bei der Religion die Ahnenverehrung. Beim Militär können wir jetzt hier unsere Befestigungen bauen. Wir haben ein Infanteriefort und wir haben natürlich die Waffenschmiede. Bei den Verschönerungen haben wir Parks und die Wohngebietsmauer und wir haben endlich ästhetische Straßen, aber nur den großen Weg. Gut, ja. Auf die Kaiserreichskarte gucken wir mal ganz kurz, ob da schon was ist. Ja, wir haben Bo, Khufu, Banpo und Baoji. Ja, was ist jetzt der Plan? Ja, wir werden natürlich hier in dem
Zentrum, unser Stadtgebiet errichten. Ja, ich möchte gerne ein großes Wohngebiet hier machen, wo wir Arbeiter und Elite zusammen beherbergen und werden dann hier unten in der Niederung unsere Landwirtschaft betreiben, Fischfang. Und hier möchte ich gerne dann Fähren bauen, dass wir hier an die Kupferrohr kommen. Und hier können wir auch noch entsprechend unser Gewerbe aufbauen. Das sieht ja nicht schlecht aus, das ist, glaube ich, eine gute Idee. So, was ich allerdings als erstes mache, wir haben hier eine Rampe, wo wir unsere Wegeführung zu den landwirtschaftlichen Flächen haben und ich möchte gerne hier einen Zugang haben. So, und diesen Turm würde ich hier entfernen. So, und dann führen wir den Weg hier rein. Und das ist hier immer so ein bisschen kompliziert, weil so baut sich das Stadttor nicht auf. Ja, wir müssen ja diese Mauer bis zu diesem Weg führen. Das ist ein bisschen kompliziert hier. So muss das aussehen. Und dann können wir das Stadttor errichten. Nämlich so. Gut, dann können wir nämlich hier jetzt die ganzen Nahrungsmittel in unsere Stadt bringen. Hier kann die Mühle hin irgendwo. Müssen wir mal schauen. So, und dann würde ich sagen, platzieren wir jetzt mal hier unser Wohngebiet. So, wir haben jetzt hier unser Wohngebiet aufgebaut. Wir haben eine Größe von 15 mal 12 Felder. Und wie ich schon gesagt habe, ich möchte gerne beide Gebäudetypen der Elite und auch der Arbeiter in einem Wohngebiet zusammenfassen. Wir werden ja an den Außenbereichen die Wohngebäude der Arbeiter platzieren und in der Mitte kommt halt die gehobenen Wohnungen. Ja, dann würde ich sagen, parzellieren wir doch schon mal ein bisschen was. Und zwar hier. Das passt nämlich sehr schön. Den Pausenmodus können wir jetzt aufheben. So, und natürlich brauchen wir den Brunnen. Der kann hier hin. Und wir brauchen Inspektorenturm. Den haben wir leider nicht in einem guten Feng Shui, egal wo ich den hinsetzen möchte. Ja, das wissen wir. Deswegen ist es eigentlich vollkommen wurscht. Wir setzen ihn jetzt hier hin. Hier kann er bald weg. Und hier kommt der Wachturm hin. Und da kommen auch schon unsere ersten Wirbel. Der Wachturm ist in einem guten Feng Shui. Das ist schön. Ja, und der Handel mit Bo kann eröffnet werden. Auch das ist ja mal schön, dass wir nicht hier die Ersten sind, die nach einem Handel fragen. Dann gucken wir doch mal direkt. So, wir können mit Bo folgendes handeln. Wir können Reis, geschnitzte Jade und Bronzeware verkaufen und wir können bei Bo Holz, Hanf und Keramik erwerben. Das ist schon mal gut, dass wir Hanf entsprechend hier kaufen können. Ja, und Bronzeware und geschnitzte Jade ist natürlich auch ein sehr gutes Exportgut. So, wir werden aber jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir hier den Inspektorenturm erweitern, also verbessern sozusagen. Und dann haben wir 2 Inspektoren, die hier entsprechend unsere Stadt patrouillieren. So, hier kann noch entsprechend die Wohngebietsmauer hin und die müssen wir einstellen. Gut, so. Wir haben jede Menge Arbeitslose, wunderbar. Wir fangen mit der Nahrungsmittelproduktion an. So, das wollte ich ja hier machen. Wir bauen eine Farm oder ein Bauernhaus auf. Wie machen wir das am besten? Den Weg erstmal bauen. Einmal hier runter, weil ich hier Fischfang betreiben möchte. Dann gehen wir hier hoch. So. Ja. Dann können wir jetzt hier das Bauernhaus bauen. Und wie gesagt, wir haben ja jetzt mehrere Feldfrüchte, die wir anbauen können. Dann würde ich jetzt Kohl anbauen.
und Hirse. Und wir haben schon 100 Personen in unserer Stadt. So, ein bisschen mehr Hirse noch. So. Sehr gut. Dann Fischerkai. 2 Stück müssen reichen. Leider brauchen wir hier natürlich einen Inspektorenturm. Und eine Sperre. Gut, wir brauchen die Mühle. Die würde ich gerne hier errichten. Da haben wir ein sehr gutes Feng Shui, das gefällt mir. So, und dann kann die Straße so gebaut werden. Wir haben ja dann hier immer Gärten und das Stückchen Mauer. Das passt. Und dann führen wir die Straße so und verbinden das. Das ist doch gut. So, dann passen doch hier jetzt... Nee, passen nicht, ne? Warenlager hin. Nee, aber wir müssen das auch nicht so bauen, was ich hier gemacht habe. Das war Blödsinn. So können wir es bauen. Und dann passen hier nämlich Warenlager hin. Das ist doch super. So, der erste Fisch ist in der Mühle. Platzieren wir unseren Nahrungsstand. So, und hier müssen wir natürlich einen Inspektorenturm bauen, definitiv. Den bauen wir hier hin. Den gibt es leider hier auch nicht in einem guten Feng Shui, leider. So. Unser Feng Shui ist günstig. Na gut. Ja, hat sich doch schon gut entwickelt hier. Wie sieht's aus? Das sieht im Moment gut aus. Wir brauchen jetzt Ahnenverehrung. Das können wir denen schon mal zur Verfügung stellen. Ja, hier ist es sehr gut. Ja, und das wird sich aber jetzt auch ändern. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir beginnen auch direkt und werden erstmal unseren Handelsposten von wen? Wo, ne? Genau. Genau. Errichten. Und den würde ich hier hinbauen, aus dem einfachen Grunde. Importware wird von den Händlern direkt vom Handelsposten entsprechend geholt. Da brauchen wir nicht extra noch ein Lagerhaus zu bauen. Ja, hier wird auch schon kräftig produziert, Hirse und Kohl. Wir könnten sogar hier noch ein weiteres Bauernhaus bauen. Das passt sehr gut. Gut, dann fangen wir mal an, hier unser Gewerbe aufzubauen. Hier haben wir eine Rampe. Dann kommen wir hier hoch. Wunderbar. Und dann haben wir ja jetzt hier die Fähre. Können wir aber hier nicht aufbauen. Aber hier. So. Gut. So, jede Menge Bürger, die einwandern. Ich möchte noch ein paar mehr haben. So, hier müssen wir noch ein bisschen Platz lassen für das Steuerbüro. So, und dann würde ich jetzt hier tatsächlich anfangen, mal 2 Tongruben zu bauen.
Wie machen wir das? So. Ach ne, die ist nicht der guten Feng Shui. Das muss ja jetzt nicht sein. Dann brauchen wir das so. Inspektorenturm. Was haben wir hier? In einem guten Feng Shui. Ja, dann brauchen wir ihn so. Sperre kann hier hin. Dann Brennöfen. 2 Stück. So, wir haben auch schon jetzt hier unsere Feldfrüchte in unserer Mühle. Und ich glaube, wir haben schon... Nein, noch nicht. Oh, wir haben schon appetitanregende Nahrung. Nämlich gemischtes Pfannengemüse. Wie schön. Was brauchen die denn jetzt hier? Hanf. Okay, wir müssen jetzt Hanf einkaufen. So, Geld haben wir noch. So, Bronzeware können wir schon mal verkaufen. Da fangen wir jetzt mal mit an. Und wir bauen ein Warenlager auf. Hier. Das kann jetzt Keramik annehmen. Und Hanf brauchen wir nicht. Wie gesagt, das kann direkt hier aus dem Handelsposten geholt werden. So, wir bauen den Hanfladen schon mal auf. Hanfladen. Kein Fest dieses Jahr. Okay, ja, das ist halt leider so. Der kommt hier hin. Ja, Nahrungsmittel, das gefällt mir gut. So, dann würde ich hier die Bronzeschmelzen bauen. So, ja. Dann haben die es nicht weit, aber echt alles schlechtes Feng Shui, ne? Nee, hier ist es nicht so gut, stelle ich gerade fest. Ich glaube, hier ist ein besseres Feng Shui, ne? Ja. Dann bauen wir das so. So, und dann seht ihr, die machen sich jetzt auf den Weg. Und dann geht es mit der Fähre rüber. Der Fährhafen braucht übrigens keine Arbeiter. So, ihr seht, der Hanf ist angekommen hier. Das kann sich jetzt weiterentwickeln. Brauchen wir auch, wenn ich Bronzeware echt produzieren möchte. So, haben wir die denn hier in einem guten Feng Shui? Hier schon. Ach, dann komme ich da nicht weiter. Ne? Aber hier geht es auch, oder? 500 Personen leben schon in unserer neuen Hauptstadt. Na komm, dann baue ich sie hier hin. Dann müssen wir aber die Sperre hier wegnehmen. Ja, ich weiß. Hier muss eine Sperre hin. Ja, mit dem einen Inspektor kommen wir, glaube ich, nicht raus. So, wir haben wieder jede Menge Arbeitslose. Dann bauen wir doch noch einen Brennofen. Ja, und dann würde ich hier das so weiterbauen fürs Gewerbe. Und auch noch hier einen Inspektor setzen, den wir hier hinbauen können. Nehmen wir das hier weg. Ja, hier geht's. Gut.
Ja, Holz können wir auch noch produzieren, das können wir auch noch verkaufen. Hier haben wir ja Wald, dann bauen wir doch hier 2 Holzlager auf. So, und dann bauen wir hier noch ein Warenlager. Und die Warenlager sind alle in einem schlechten Feng Shui, ne? Noch nicht hier. Dann gibt es hier das Holz. Und Holz. Warte. So, unsere Bronzeschmelze arbeitet jetzt endlich mal. Aber ich muss gucken, wo ich Holz verkaufen kann. Wir schicken mal einen Spion nach Khufu und nach Bampo einen und auch nach Baoji. Und dann gucken wir mal, was wir da verkaufen können. Ich würde gerne noch Keramik verkaufen, Holz, Bronzewaren und wir können ja auch Seide produzieren. Ne? Das sollten wir vielleicht auch jetzt direkt anfangen. Hier könnten wir nämlich Plantagen bauen. Ne? Aber ich brauche neue Bürger. Von daher müssen wir erstmal hier jetzt für Musik sorgen. Ja, und Weizen könnten wir irgendwie auch noch verkaufen, ne? Weil wir brauchen ja nur 3 Nahrungsmittelarten. So, dann fangen wir doch hier auch schon mal an, bauen hier eine Plantage auf. So, dann bauen wir die Maulbeerbäume. Das habe ich auch doof gebaut. Ja, unsere Bronzeschmelze ist eingestürzt. Ach, Mist, das ist doof. So. Ja, das reicht nicht. Da müssen wir doch hier die Sperre setzen. So, hier passt sogar noch eine hin, glaube ich. Ne? Also eine Plantage. Ja, das müsste gerade passen. So, unsere Bronzeschmelze arbeitet. Sehr schön. Wir haben auch schon genug Keramik. Die fühlen sich alle vernachlässigt. Das können wir erstmal noch so lassen. So, und unser attraktives Häuschen, die Bewohner da drin brauchen jetzt den Kräuterkundigen. Der passt hier hin. Wunderbar. Ja, wir sollten aber jetzt wirklich mal allmählich ans Geld verdienen kommen. Wir gucken, ob unsere Spione jetzt eher erfolgreich waren. Also, in Khufu können wir Holz verkaufen, Hanf, Bronzeware und Seide. Ah, super. Die produzieren Jade, Keramik und Ton. Da könnten wir die Jade kaufen. Das ist nicht schlecht. Banpo braucht Fisch, Weizen und geschnitzte Jade. Produziert Hanf, Hirse, Keramik und Ton. Hier könnten wir nochmal Hanf kaufen. Und wir könnten die geschnitzte Jade verkaufen. Das ist gut. Und Baoji braucht Reis, Keramik und Kohl. Produziert Fisch, Bronze, Weizen und Bronzewaren. Da könnten wir so ein bisschen Bronze sogar einkaufen. Also ich würde ja mit allen dann gerne Handel betreiben. So, Baoji ist respektvoll. Das ist doch super. Dann können wir denen doch schon mal fragen, ob sie mit uns den Handel beginnen. Banpo ist auch respektvoll. Ist im Moment jetzt nicht so ganz so wichtig. Und Khufu ist gleichgültig. Die kriegen jetzt ein kleines Holzgeschenk. Und dann können wir nämlich dann dort das auch so machen, dass wir mit denen Handel betreiben.
Das Lohnniveau machen wir mal auf hoch. So, und da entwickeln sich auch schon unsere Wohngebäude weiter. Wir können auch noch hier entsprechend Parzellen ausweisen. Das ist das Maximum, was ich jetzt habe. Und hier kommen dann unsere gehobenen Wohnungen hin. Wir müssen aber erstmal jetzt hier unser Gewerbe weiter aufbauen. Und vor allem müssen wir verkaufen. Haben wir denn hier ein gutes Feng Shui? Ja, das geht. Ja, hier geht es gut, ja. Mhm. Ja. Können wir die zweite noch bauen? Für die Mühle stellen wir mal eben ein. Hirse wird angenommen, Kohl wird angenommen und Fisch, da können wir das ruhig erhöhen. So. So, Khufu ist dankbar für das Holz und der Handel mit Baoji kann eröffnet werden und ein frohes neues Jahr. Ja, das können wir mal feiern. Und Moment, Baoji verkauft oder kauft die Keramik. Ja, das ist gut. Und Banpo kauft geschnitzte Jade. Aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Und Khufu, da gucken wir mal, ob sie jetzt mit uns Handel betreiben wollen. Gut. Das ist ein Handelskai von Baoji. Wo können wir den jetzt hinbauen? Das ist natürlich jetzt doof hier. Doch auch relativ. Ach nee, das ist ein kleines Ding hier. Ne? Passt der denn hier hin? Nee, hier passt er nicht hin. Da muss ich die eine Turmprobe hier wegnehmen. Oh, doch, ist doch ein großes Ding, ne? Hier könnte er hin. Das ist so weit weg. Bisschen blöd platziert, muss ich sagen. Bauen wir ihn hier hin. So, da muss aber noch ein Inspektor hin, definitiv. So, dann können wir jetzt hier die Keramik verkaufen, endlich. Reis und Kohl können wir ja auch verkaufen. Wir können Bronze tatsächlich einkaufen. Ne? So, wir haben genug Arbeitslose. Wir können erstmal das Verwaltungszentrum bauen. Das würde ich gerne hier hinbauen. So. Ein paar Verschonungen. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Das Handelsabkommen mit Khufu wurde abgewiesen. Na gut. Hier brauche ich Gärten und die Mauer. So. Dann können wir den Weg so bauen. Ne? Mhm. Ja. Hier kommt aber eine Sperre hin. Gut, dann können wir jetzt Steuern erheben. Hier hatte ich das ja freigehalten. Gut. Ja, wunderbar. Dann noch ein Bronzewarebetrieb. Wir brauchen unsere Weberbeien. Die setze ich jetzt hier hin.
Sehr gut. So, jetzt müssen wir nach unseren Armen mal schauen. Immer noch vernachlässigt. Nougat. Okay. Nochmal eben kurz gucken. Banpo kauft geschnitzte Jade. Schade, dass es mit Kufu nicht geklappt hat. Da könnten wir nämlich unsere Seide verkaufen. Wie viel Holz haben wir denn jetzt? Immer noch klein. Okay. Das lohnt sich nicht, ne? Okay, ne, da müssen wir noch ein bisschen warten. Und wir haben schon 1000 Einwohner in unserer Stadt. Ich baue jetzt noch eine Bronzeschmelze hier auf. Dann machen wir hier einen Loop raus. Oh je, ich habe ja nur eine Tongrube. Dann machen wir das so. So, jetzt haben wir aber unseren Kontingent hier wieder erschöpft. So, Keramik wird jetzt verkauft, das ist gut. Ah, sehr schön. So, Seide wird auch schon hergestellt. Dann bauen wir noch ein weiteres Warenlager auf, nämlich hier. Das soll jetzt die Seide annehmen. So, dann können wir hier noch weiter Seide und Bronzeware produzieren. Vielleicht kaufe ich auch ein bisschen Bronze ein. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Bauernhaus hier. Gucken wir mal eben. Na, das habe ich verkehrt gemacht. So, jetzt passt es. Gut. Arbeitsmarkt, ja, brauchen wir. Was brauchen wir denn jetzt hier? Appetit anregend. Ja gut, da bin ich ja jetzt dran. So, Seide haben wir jetzt auch schon. Ja, wir versuchen jetzt nochmal hier mit Kufu. Holz, dann kriegen wir jetzt ein mittleres Geschenk. Holz. So, Kufu ist wieder dankbar für das Holz. So, ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal jetzt hier mit dir Handel betreiben können. Ja, die Versorgung mit Bronze ist echt schlecht hier, ne? Das muss ich jetzt mal sagen. Meine Güte. So, ein paar Verschönerungen brauchen wir jetzt hier. Ja, wunderbar. Der Handel mit Kufu kann eröffnet werden. Ach, das ist ja mal eine gute Nachricht. Handelsstation Kufu kann dann jetzt hier hin. Und dann können wir jetzt hier endlich Holz verkaufen und auch Seide verkaufen. Oh ja, Seide können wir richtig viel verkaufen. Holz auch.
Noch nicht ganz so viel. So, und Bronzeware könnten wir ja auch noch verkaufen, aber wie gesagt, die Effektivität unserer Bronzeschmelzen sind jetzt nicht so toll wegen dieser Fähre. Auf der anderen Seite hätten sie jetzt nicht so ein gutes Feng Shui gehabt. Apropos Feng Shui, günstig immer noch. Unsere Helden sind unglücklich. So, dann könnten wir jetzt hier Shengnong doch eine mittlere Keramikkistenopfergabe darbieten. Gut. Ja, sehr schön. Jetzt können wir Seide verkaufen. Das ist auch wirklich ein gutes Exportgut. So, unsere Wohnungen brauchen jetzt Keramik. Jawohl. So, wir verkaufen jetzt Holz, wir verkaufen Bronzeware, wir verkaufen Seide. Ich würde jetzt tatsächlich ein bisschen Bronze einkaufen. Wo war das nochmal gewesen? Nee, das ist dann tatsächlich... nein. Baoji. Okay, wurde die jetzt gleichgültig? Die war noch respektvoll gewesen. Achso. Mit denen arbeiten wir ja jetzt im Moment. Eine Mission können wir mit denen jetzt noch nicht machen. Gut, dann würden wir jetzt... Ach nee, hier. Da. Können wir jetzt Bronze einkaufen. Ist ja nicht viel, was wir da einkaufen können. Das tun wir aber trotzdem. So, obwohl die haben jetzt beide hier Bronze. Oh, Khufu fordert Seide. 5 Seidenballen in 4 Monaten. Also habe ich gerade meine Seide verkauft hier. Ne? Okay. So, ich baue meine Seidenproduktion aus. Ja, die Seide, die müssen wir jetzt erstmal hamstern. Wo ist die Seide? Ach so. Ja. Ja, schaffen tun wir das nicht in dem zeitlichen Rahmen mit der Seide. Das ist doof. Gerade verkauft. Ärgerlich. So, wir kaufen jetzt die Bronze auch noch ein bisschen ein. Dann können wir jetzt noch einen Bronzewarenbetrieb hier aufbauen. So, jetzt brauchen wir wieder Mitarbeiter. Ja, wir haben zu wenig Nahrungsmittel, das sehe ich hier. Das ist doof. Wir kaufen mal ein bisschen Hirse ein. Wo war das? Oh, ja, ich weiß. Schaffen wir nicht mit der Seide. Hier können wir Weizen einkaufen. Wo konnte man denn die Hirse einkaufen? Ach so, bei Banco. Ja, komm, dann beginnen wir da jetzt auch entsprechend den Handel. So, jetzt haben wir 3 Nahrungsmittelarten in der Mühle. Ja, wir verdienen aber jetzt nicht schlecht, auch wenn wir die Seite jetzt im Moment nicht verkaufen. Ja, und der Handel mit Banpo kann eröffnet werden. Das wird auch hier rein, ne? Wunderbar. So, wir können hier wieder Hanf einkaufen, wir können Hirse einkaufen, obwohl Hirse haben wir jetzt. Wir können geschnitzte Jade hier verkaufen. Also wir können noch ein bisschen, ja, geschnitzte Jade verkaufen. Frohes neues Jahr, feiern wir. So, da kommt jetzt die 5. Ladung Seide, dann können wir das jetzt verschicken. Ah, ist natürlich doof. So, und hier können wir die wieder verkaufen, die Seide. So, wir kaufen jetzt ein bisschen Rohjade ein, nicht Rohseide. Hier können wir die geschnitzte Jade verkaufen und dann bauen wir noch. Aber wir haben im Moment, ja, doch ein paar
Arbeiter brauchen wir noch. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen für unsere Seidenproduktion. Okay, ja, das haben wir Arbeitslose. Dann kommt eine Jadewerkstatt hier. Wo können wir die hinbauen? Hier können wir die hinbauen, ne? Ach, hier geht's auch. Okay. So, und dann noch eine Weberei. Dann passt das, ja, okay. So, und damit müssten wir jetzt eigentlich genug Geld verdienen. Oh nein, das Nomadenlager beginnt eine Invasion in 9 Monaten. Und Khufu schätzt sie weniger. Das ist doof. Gleichgültig. Banpo ist respektvoll. Ja, gucken wir mal, ob wir uns freikaufen können. Ich kaufe jetzt mal keine Bronze mehr ein. Und wir müssen jetzt hier Huandi mal mittlere Opfergabe bringen. Okay. Tja, wir können natürlich jetzt versuchen, ein Militär aufzubauen, aber so schnell kriegen wir das jetzt nicht hin. Wir gucken mal, ob wir uns freikaufen können. Wir verkaufen ja jetzt richtig gut hier. So, und Banpo ist ja respektvoll, ne? Die kaufen Weizen. Wir könnten natürlich noch hier eine Weizenfarm bauen. Warum nicht? Ja, ich weiß. So. Dann würde ich jetzt hier kein Weizen annehmen. Ja. Dann verkaufen wir jetzt hier Weizen. Und können denen ein großes Geschenk Weizen ja machen. Dann können wir hier auch Weizen annehmen. Ja, 6 Monate Zeit haben wir noch. Ja, ich muss natürlich die Seide da freigeben. Ich trottel. Ich wundere mich schon, warum ich hier keine Seide verkaufe. So, wir können schon mal gucken, ob wir das erste C1 platzieren können. Das würde mich ja interessieren, ob das geht. Ah, Keramik brauchen wir jetzt. Ist gerade verkauft worden. Okay. Ja, mit dem Seideverkauf haben wir gute Einkünfte. Das läuft eigentlich jetzt ganz gut. Bisschen doof, dass wir zu wenig Mitarbeiter haben. So, 1 Monat haben wir noch. Gucken wir mal. Also Geld haben wir eigentlich ganz gut hier. Aber ob es reicht, das weiß ich nicht. Ja, wir können uns tatsächlich mit 3.360 Yen freikaufen. Und wir feiern aber jetzt kein neues Jahr. Und die Investoren, die Invasoren wurden bestoppt. Gut. Haben wir doch ganz gut hinbekommen, ohne Militär. So, jetzt können wir uns jetzt hier ein bisschen weiter drum kümmern. Ich lager doch ein bisschen Weizen hier ein. 4 Einheiten, weil wir haben einfach zu wenig von der dritten Brigade. Fisch ist echt wenig. Ihr seht, wie viele Arbeiter wir brauchen. Ich gehe mal auf ein sehr hohes Niveau. Es fehlt tatsächlich eine appetitliche Qualitätsmarke bei den Nahrungsmitteln. So, der Arbeitsmarkt erholt sich jetzt endlich mal und ich wollte ja eigentlich jetzt endlich mal meine ersten gehobenen Wohnungen mal hier platzieren. Ja, und das funktioniert. Sehr schön. Hier können die Verschönerungen rein. So.
So, ich will jetzt mal keine Keramik verkaufen. Die brauchen wir jetzt tatsächlich mal für unsere Stadt. Und ich muss auch mal unseren Ahnen mal wieder ein bisschen was bieten. Die sind nämlich alle unglücklich, so nun wahr. Wir könnten dir Hanf geben, ne? Mittlere Opfergabe. Ja, okay. Hanf können wir ja einkaufen. Ja, Flugniveau auf normal stellen. Okay, ja. Wandern denn hier noch welche ein? Ja, hier wandern noch welche ein. Das passt gut. Hier kann noch ein bisschen Verschönerung hin. So, dann bauen wir die restlichen 2 gehobenen Wohnungen. Das ist eigentlich wurscht, wie wir das bauen. So. Ja, warte mal. Machen wir anders. So. Hier kommen die schönen Gärten hin. Jawohl. So, dann passt das schon mal. Wir müssen uns aber jetzt mal allmählich hier... Die sind alle gleichgültig, ne? Ja. Was können wir denen denn Gutes tun? Keramik brauchen die. Und die brauchen Weizen und geschnitzte Jade. Ja, ich kann denen leider kein Weizen geben. Und Kofu braucht Seide und Bronzeware. Bisschen schwierig. Da jetzt einen entsprechend für eine Allianz zu gewinnen. Ja, wir haben jetzt hier eigentlich unser Wohngebiet komplett ausgebaut. Hier könnten noch ein paar Gärten hin. So. Wohngebietsmauer haben wir jetzt ja auch geschlossen. Ja, und wir haben ja jetzt hier das bescheidene Zion. Das können wir gar nicht weiterentwickeln, weil die brauchen einen Akrobaten. Aber es leben ja 5 Personen da drinnen. Und wir brauchen 20 insgesamt. Und mit 4 haben wir natürlich die 20 Personen im Haustyp bescheidenes Zion schon erreicht. Wir haben auch eine Bevölkerung von 1300. Und wir brauchen jetzt eigentlich nur noch einen Partner, Handelspartner, mit dem wir eine Allianz eingehen können. Ja, wir können, Kofu braucht Seide und Bronzeware, dann können wir denen ein großes Geschenk Seide machen. Das sollte eigentlich reichen, um mit den Allianz einzugehen. Bampo braucht geschnitzte Jade, das ist auch ein bisschen schwierig. Ja, oder Baoji braucht Keramik. Ich würde jetzt mal Folgendes machen. Ich würde jetzt mal die Seide... Ich würde jetzt mal Folgendes machen. Ich würde die Seide jetzt mal hamstern. Alles andere würde ich gerne entsprechend verkaufen. Ja, und Keramik verkaufe ich auch nicht mehr. Ich muss ja meinen Ahnen noch mal ein bisschen was geben. Die sind jetzt unglücklich. Ja, dann können wir schon mal hier eine mittlere Opfergabe darbieten. Okay. Ja, mit geschnitzter Jade und auch mit Bronzewaren verdienen wir echt jede Menge Geld. So, wir können noch hier unser Verwaltungszentrum ein bisschen verschönern. Ihr solltet nur aufpassen, dass ihr keine Wege an die Türme baut, weil wir dann entsprechend das Problem haben, dass die Arbeitskräfte bekommen. Und wir haben sowieso viel zu wenig. Von daher bitte nicht da entsprechend was machen. So, das sieht soweit ganz gut aus. Da werden wir jetzt hier noch Gärten drumherum setzen. So. Konfuzius sagt, wer das alte und neues Wissen erlangt, ist bereit, ein Lehrer zu sein.
Ja, und als Hauptstadt brauche ich natürlich hier noch ganz viel Parkanlagen. Und das können wir ruhig hier machen. Ja, so muss das aussehen. Und das machen wir hier nachher auch noch. Wir haben hier leider nichts anderes als Parkanlagen, die wir zur Verschönerung bauen können. So, ja, das nenne ich mal eine grüne Stadt hier, oder? So, ein neues Jahr, das feiern wir. Ja, und ich glaube, wir können auch hier bei Kofu jetzt Bronzewaren verkaufen. Da stapelt sich das nämlich hier schon. So, Bronze brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen, weil hier wartet man nämlich auch schon darauf, dass man die Bronze los wird. So, wie viel Seide haben wir denn jetzt mittlerweile hier? 900. So. Seide. 8 Seidenballen. Na, dann warten wir noch. Wir denen ein großes Geschenk Seide machen. Das sind, glaube ich, 12. So, und wir können auch noch mal wieder hier denen mal Keramik geben. So, und ich glaube, wir haben jetzt 12 Seidenballen. Gucken wir mal. Nee, ist doch mehr. 16 vielleicht. Oh nein, das Nomadenlager beginnt wieder eine Invasion. Oh, ich möchte aber jetzt allmählich mal hier fertig werden. Ja, na, dann müssen wir uns wieder freikaufen. Das sollte unsere Stadtkasse aber hergeben. So, du musst jetzt auch definitiv wieder eine Opfergabe bekommen, ja. Okay, dann sind sie alle vernachlässigt. Damit kann man ja leben. Ne? So, ich glaube, da kommt jetzt die letzte Ladung Seide. Jetzt haben wir 16 oder 1600. Ja, und das reicht jetzt für ein großes Geschenk hier an Kofu. Jawohl, verschicken wir. So, jetzt können wir die Seide auch wieder verkaufen. War das hier? Ja, Kofu, natürlich. So, in 2 Monaten ist es soweit. Aber ich glaube, wir können den Feind gut bestechen mit unserer Stadtkasse hier. Achso, ich muss wieder die Seide freigeben. Das ist so eine Sache, die ich immer vergesse. So, 1 Monat Zeit haben wir noch. Kofu ist dankbar für die Seide. So, wie sieht das jetzt hier aus mit Kofu? Freundlich. Uff, freundlich ist aber noch nicht so richtig, oder? Wir machen denen nochmal ein großes Geldgeschenk. So, 4600 Yen müssen wir zahlen, um uns freizukaufen. Das machen wir. Und ein frohes neues Jahr. Das feiern wir.
So, und jetzt können wir erstmal da richtig gut verkaufen hier. Guckt euch das an, was ja Bronzewaren hier in den Handelsstationen liegen. Und auch Holz und Seide. So, auch fürs Geld dankt man, nur jetzt aber, bewundernd. Das möchte ich hören und dann fordern wir die doch auf, mit uns eine Allianz einzugehen. Ja. Ja, und dann denke ich mir mal, haben wir diese Episode erfolgreich abgeschlossen und unsere Hauptstadt Zhengzhou, ja, prächtig hier aufgebaut. Sie haben die neue Hauptstadt mit großer Klugheit errichtet und mit großer Energie beschützt. Wie ein junger Baum in starkem Wind haben sie dem ersten großen Sturm getrotzt, ohne zusammenzubrechen. Diese Xiongnu-Reiter waren wild entschlossene Gegner. Leider steht zu befürchten, dass wir sie nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ja, das war schon eine etwas kniffligere Mission hier in unserer Shang-Dynastie und ich bin gespannt, wie es in der nächsten Mission weitergeht. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei, wenn wir hier durch die Shang-Dynastie reisen. Bis dahin wünsche ich wie immer alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.